So. Und weitergehobelt. So, wir haben Optionen. Wir haben sogar 2 Optionen. Wir könnten entweder die einfach gehen lassen, sie festnehmen, oder beziehungsweise sie gehen lassen und mit dem Botschafter reden. Und mit dem Botschafter zu reden klingt eigentlich recht interessant. Da haben wir doch gerade Pluspunkte gesammelt, oder nicht? Ich bin bereit mit dem Botschafter. I could have a word with the good Dr. Sahin, the ambassador of the Bridge Alliance. If he can be persuaded to offer you asylum, you would be saved. Your goodness honors you. May the illuminated forever light your path. If I manage to convince the ambassador, you'll need to refrain from that sort of blessing. Stay here. I'll be back. Ah ja. Okay, überzeuge den Lanz der Botschafter, dir zu helfen. Ja, dann rennen wir wieder zurück. Vor allem ist das so lächerlich, die waren vorher nicht da. Das ist eigentlich ziemlich dumm, dass du die Quest nicht anders lösen kannst. Ich weiß nicht, ob ich das so Sachen Queste sein, finde ich das nicht cool. Aber ich finde es noch schlimmer, kann ich in diesem Spiel eigentlich irgendwie schnell reisen? Achso, ich kann übrigens den Träger informieren für das Lagerhaus, anscheinend, das ich gerade freigeräumt habe. Captain, sir, we were given orders to wait here with the merchandise. The way is clear. It's time to get going. Do your best to be quick and quiet about it. You won't have much time to move it. Don't you be worrying now. We're off. The warehouse is at the end to the right there. You can't miss it. Move out. Quick steps. Ah ja. Wir haben jetzt gerade das befreite Geschenk. Sprich mir okay, okay. Also wir haben jetzt schon mal die Sachen, aufs Schiff geräumt. Das war die andere Quest. Ich mache schon wieder mehrere Quests gleichzeitig. Ich hasse das. Aber auf der anderen Seite ist hier mit Rumlaufen verbunden. Ich muss jetzt die Markierung wegnehmen. So, Botschafter der Brückenallianz. Wo ist denn hier? Da ist die Kaserne der Groschen gerade. Also zumindest das Zeug ist schon mal da. Jetzt brauchen wir nur noch die offizielle Bestätigung. Ich will mal Leertaste drücken. Jetzt brauchen wir nur noch die offizielle Bestätigung, dass das Zeug auch... Was habe ich denn jetzt gemacht? Ich habe die E gedrückt. Jetzt brauchen wir nur noch die offizielle Bestätigung. Oh, kannst du nicht raus, ey. Ja, ja. Du bist ans Ziel angekommen. Ja, bin ich in der Tat. So, mein lieber Quartiermeister. Grüße dich. So, you're back. Right then. What about our business? We can guarantee that your merchandise will leave with us. Thank you, Your Excellency. And bravo, Kurt. The commander will be most pleased. The cargo shall make the voyage. But who will be at its reception once it's arrived? That shall be your next mission. Once you've reached New Serene, go and find the quartermaster. He will give you new instructions. Until then, I wish you a safe and pleasant voyage, Your Excellency. Kurt, good luck. Ah ja. Also seine Qualen hören nicht auf. Also es ist schön, dass das Zeug jetzt unterwegs ist, aber er soll jetzt auch dafür sorgen, dass es auf der Gegenseite soll er auch dafür sorgen, dass es entgegengenommen wird. Also er ist nur am Arbeiten, der arme Mann. Der muss die komplette Logistik hier machen, der gute Code. Das ist ja schrecklich. Und das ist... Guten Tag. So, Herr Botschafter, Folgendes. Ich brauche Asyl. Your Excellency. Lord de Sade. Historiker. I would like to talk to you about a rather delicate matter. I am listening. A couple of historians have made a recent discovery concerning Matthäus, the founder of the mythical Teleme. And it seems that this is not to the liking of the illuminated, or at least his more fervent subjects. These sinister hypocrites are going to want to burn them at the stake. Without a doubt. And that's why these poor people are begging you to offer them asylum. We are willing. Where are they to be found at this time? At the port of Serene. They were hoping to stow away discreetly on a vessel to Al-Sad. Very well. I shall send an escort immediately to take them somewhere safe. Ah ja, okay, gut. Dann haben wir jetzt das geschafft. I need to be going. Goodbye, Excellency. Goodbye, Lord de Sade. Also das Ding ist halt, dass We owe you our lives. We are eternally grateful. It was nothing. I hope you won't have too much difficulty adapting to your new country. If you would allow me, I would like to give you this. It's not much, but it is all that we possess. Farewell. You have a kind heart, Greenblood. It'll be the end of you, but that doesn't bother me. I wouldn't have wanted those poor buggers to end up on a burning pyre. It would seem that I'm not the only one with a tender heart. Ah ja, okay, gut. Jetzt haben wir sie jetzt quasi gerettet. Und... wir haben uns sogar 80 Gold gegeben dafür, aber das Ding ist halt... sie müssen sich jetzt auch in ihr neues Zuhause... also sie beten hier einfach vor. Jetzt muss man auch den Botschafter informieren. Ich weiß gar nicht, ob ich den Botschafter wirklich darüber informieren möchte oder ob ich einfach sage, naja, es ist halt nicht passiert, dein Auftrag. Ich habe keine Zeit dafür gehabt. Oder kann ich jetzt lügen? Weil ich würde mich lieber lügen, dass ich es nicht gefunden habe, oder? Good day, Excellency.
Sir de Sardet. Ja, ja. Von der Flucht der Ketzer berichten? It pains me to inform you that the heretics you seek have fled. Curse them! How could that possibly have happened? Oh, kommt jetzt ein Skillcheck? Ne, ich lüge auf jeden Fall. Alas, these renegades have found protection with the ambassador of the Bridge Alliance. I would not have been able to capture them without risking a diplomatic incident that my uncle would have condemned. The bridge. I thought as much. Those heretics have turned to them. But I had hoped that you might intervene quickly enough to stop them. It is truly regrettable. We have nothing else to do but pray that the Luminous might shield us from their lies. Ah ja, aber hey, wir haben einen 1+ Ruf gekriegt und befreien die Schleuse ist auch weg. Farewell, Excellency. May the light guide you, de Sardet. Ist übrigens auch schön, dass uns die reichen Leute geben uns logischerweise kein Geld zur Belohnung, weil das macht man ja in reichen Kreisen nicht, weil Ruf ist alles, was zählt. Und so ein bisschen schnöder Mammon, das braucht ja eigentlich keiner hier. Warum sind wir eigentlich so arm, fällt mir gerade so auf. Müssten wir nicht irgendwie Geld haben? In Masse? Haben wir aber irgendwie nicht. So gut, wir müssen aber trotzdem noch zur Hafenbehörde und ein paar Dokumente fälschen. Und eine Galeere anmelden. Gibt es da irgendwie einen Hintereingang? Weil durch die Haupttür zu gehen, erscheint mir irgendwie gerade nicht so geil. Let's take a look around the building. We might find a less conspicuous entrance. Ja. Where is the manifest to be found? I've already been to the port authorities. They keep the official documents upstairs. Bin ich nicht immer noch als Naute gezeichnet? Das nervt ein bisschen, dass das nirgendwo steht, dass ich gezeichnet bin. Also er meinte gerade, die Dinger sind oben. Ja, ich bin immer noch voll getarnt, ne? So. Was? Das ist ein bisschen lächerlich, dieser Scheiß. Das ist... Dass ich halt am Anfang dieses dämliche Dings gekauft habe, macht es halt so ein bisschen dumm, ne? Diesen Mantel. Ach, guck mal, noch ein Carbon und Seemannshandschuhe. Also ich ahne, dass das halt irgendwie noch auf mich zurückschlägt am Ende, dass das halt irgendwie die Lager alle leer sind, dass das voll auffällt. Auf der anderen Seite, bevor das abgesprochen ist, müsste es ja eigentlich schon lange gelaufen sein, oder? Die ganze Geschichte. Was ist das für ein Riesenbett? Das ist aber sehr ungewöhnlich jetzt hier. Na gut, dann, Here's the ship's manifest. We only need to add our merchandise to the list. Ja, dann machen wir das. Ja. Gut. Okay, wir haben das Schiff erweitert und wir fahren das Zeug. Okay. Sagt den Kapitän, dass du bereit bist, zu Anker zu lichten. Ja. Ja, sag mal so, das mit der Hafenbehörde war jetzt gar nicht mal so schwer. Weil ich den nautischen Mantel hab. Ah, das ist so dumm, dass das funktioniert, ne? Das müsstest du halt übel rumschleichen. Aber ich weiß halt trotzdem nicht so richtig, was mich jetzt hier genau als Naute ausgibt. Achso, der Eingang hier wäre tatsächlich... Hätte ich da natürlich die Vortür gehen können. Ja, okay, das ist schon richtig dumm, dass das funktioniert hat. Naja, gut, okay, dann haben wir jetzt hier alle Quests auf dem Anfangsgebiet gemacht, ne? Alter! So, wir können uns übrigens noch umziehen. Kleine Halskette, okay, die habe ich schon. Haben wir noch was Besseres? Der Hut ist leider besser, aber das fällt aus. Wir bleiben bei Dreispitz. Novizenring? Ne, der andere Novizenring ist genauso gut, den ich habe. Das ist die andere Einhandwaffe. Mir fällt mir gerade so ein, weil ich bin doch jetzt Level 3. Das heißt, ich müsste doch jetzt eigentlich hier Einhandwaffen leveln können, oder? Einhandklinge will ich leveln, genau. Ich werde das übrigens nie benutzen, wahrscheinlich. Alles mir egal. Ach, Beweglichkeit 1 brauche ich dafür noch. So ein Elend aber auch. Was ist denn Beweglichkeit 1? Scharfer Stahl? Achso, das ist hier so ein großes Attribut, oder? Wie komme ich da hin? Hier. Beweglichkeit 1. Die Sonderzeugung. Besten. Ja, okay, das will ich aber nicht sowieso haben, oder? Zumindest Beweglichkeit 1, weil mentale Kraft. Also eigentlich willst du hier die Zauberdauer bei Heizketten zu tragen. Ich kann da ja nicht alles leveln, so wie es aussieht, ne? Die schwersten Rüstungen zu tragen. Okay, gut. Haben wir diese harten Skillchecks, ne? Na gut, aber ich habe hier eine Mission, ich will ein Säbel tragen. Das werde ich auch tun. Warum habe ich eigentlich so viele Stiefel hier? Priesterstiefel. Die haben zwar
mehr Qualität, aber an sich weniger Rüstung, ne? Kann ich hier... Ach, warte mal, ich kann hier tatsächlich noch... Ach, richtig viel Sortierung kannst du ja machen. Ja, aber Qualität ist wahrscheinlich das... Ja, nee, ich glaube, warte mal, die anderen haben... Okay, die Seemannstiefel haben tatsächlich am meisten Rüstung. Das siehst du, wie wir bei den Hut nicht. Ich habe jetzt einfach hier den... Also der Hut hat tatsächlich 20 Rüstung. Das ist auch ein geiler Hut, oder? Gesäumter Umhang der Nauten. Und der macht das jetzt anscheinend für mich. Was haben wir hier noch? 72 Rüstung hat das Ding. Der robuste Alsadan-Kaftan. Der Wams hat 48. Altes fleckiges Hemd. Ach, das habe ich von Dings da rum. Ja, gut. Meine Begleiter will ich jetzt erstmal nicht ausrüsten. Wo jetzt die Frage ist, wie lange bleiben die uns tatsächlich noch erhalten? Mit der blaue Silbersoldaten-Wams? Ja, warum hat der den eigentlich? Und ich habe hier so ein... Können wir den nicht einfach mit irgendwelchen Dreck ausrüsten? Ich verstehe nicht ganz, warum ich meine Begleiter irgendwie gutes Zeug geben soll. Ich könnte ihn auch den billigen Shit andrehen. Ich denke, ich verliere ihn sowieso hinterher. Oder nicht? Bequeme Stiefel? Was habe ich denn hier? Weiche alte Stiefel. Zack. Ja, guck mal, er hat einen rostigen 2. Der macht nur 10 Schaden trotz 2 Level-Ups? Ne, der physische Schaden 190. Okay, das Schwert ist doch voll gut. Okay, den kriegt er jetzt diesen dämlichen Hammer hier. Der hat einen Banditenhut. Noch einen besseren. Ja gut, der hatte schon einen. So, gut, dann haben wir den guten Kurt mal ein bisschen negativ ausgerüstet. Den können wir jetzt auch in den See stechen. Wir sind fast Level 4 geworden. Ich speichere am besten nochmal vorher. Aber an sich lief das doch hier großartig, oder? So, mein lieber Captain. Sir? Are you ready? Can we weigh anchor? We should be able to set sail with the tide, as agreed upon. I'm still without news of my cabin boy. Ah, nee. Be back soon, Captain. Ich habe den Kabinenjungen vergessen. Oh nein, den müssen wir natürlich noch finden. Die große Abreise, niemals. War Handelswaren der Groschen gegangen? Fanden wir den Lieferanten? Warum ist denn die Quest noch aktiv? Ach so, in Neusirenen muss ich sprechen. Okay, das Verschwinden der Nauten. Untersuche das Verschwinden des nautischen Dingsbums. Jo, das machen wir noch. Ach so, jetzt muss ich da vorne, wo die eine Person war. Wo ich schon drin war. Das ging bloß nicht. Das ist, wie gesagt, das finde ich, ist keine gute Mechanik, dass du halt an Orte laufen kannst, wo noch eine Quest ist, aber du dann nicht mit Leuten reden kannst. Guten Tag, gute Frau. Flavia. Good day. Someone told me that you're a friend of Jonas's, the young cabin boy who's gone missing. That's right, yeah. Are you looking for him? Yes. Your captain asked me to go and find him. Happy to hear he's taken the disappearance seriously. What can I do for you? Also, ich freue sich, dass das ernst genommen wird. Ich frage mal so nach ihm. Ach Gottchen, wann hast du das letzte Mal gesehen? When did you last see him? 2 days ago, in the evening. We went to have a drink in the tavern. Jonas, Lauro and myself. Did anything seem out of the ordinary? Was he troubled? Maybe a tad troubled. Like he was somewhere else. Why would that be? Give me your best guess. Boy, I haven't the faintest idea. Okay, also sie waren vor 2 Tagen in der Taverne am Saufen und er sah irgendwie besorgt aus, also ich weiß nicht warum. Gewohnheiten? What does Jonas do in his free time, when you're on land? He just hangs around here or there. You know the cabin boys don't have half a sailor's wages. And when evening comes, we usually go down the tavern with good old Lauro. Did he ever have one too many? Never. He sips his pint like it was bad medicine. 1 drink lasts him the whole night. Okay, also er säuft auf jeden Fall nie zu viel. Wahrscheinlich, weil er noch übel jung ist, oder? Er trinkt immer nur kleine Schlücke. Freunde? Does he know anyone in Serene? No one, far as I know. Okay, sie weiß von nichts von ihm. Frau Feinde? Do you think he could have made himself any enemies? I wouldn't think that for a moment. Jonas has a good heart and he steers clear of trouble and troublemakers. I don't know where to start with this. Do you have any idea? No. Lauro won't stop telling anyone who will lend him an ear that the boy was carried off by thugs. And you don't believe him? I like Lauro, don't get me wrong, he's like a brother. But to be honest, he drinks a little more than he should. The itch for a drink gets us all, but to him more than others, and when you drink too much, the imagination wanders. Here, yesterday, it was me who tied one over, and I thought I heard Jonas's voice by the canal. I called back to him, as you guessed, but then nothing. Drink. It blurs the senses. Ah
Also sie meint, Ole Jonas erzählt, dass er vom Banditen verschleppt wurde, aber das ist, wenn man säuft, dann hat man halt, dann wird die Fantasie auch ganz schnell zur Wahrheit. Aber sie jetzt selber hat erst Stimmen am Kanal von Ole Jonas gehört. Ich frage mal noch nach dem Captain. What do you think about Captain Vasco? He's a damn good navigator and an excellent leader of men. He knows his craft well, in spite of being so young. How old is he? He's not seen his 25th year yet. If he keeps it up, he'll be an admiral one day. Ah ja. I need to be going. Farewell. Also sie meint, unser guter Kapitän ist ein Unser guter Kapitän ist ein exzellenter Seefahrer und ist gerade bei 25. Das Tagebuch des Schleuders. Ich habe 2 neue Kunden. Sie wollen nach Assad reisen. Die Inquisitionen sind ihnen auf den Fersen, was meine Arbeit nicht einfacher machen wird. Ich denke, ich kann sie unauffällig auf ein Schiff bringen, aber wir müssen es vorsichtig sein und ich hoffe, dass sie geduldig und ruhig sein werde. Ich werde sie in ein Lagerhaus hinter dem Hafenam verstecken, in das sich die Inquisition niemals hineinwagen wird. Ah ja. Das, gut, dass ich das auch jetzt erfahre. Was war noch? Achso, untersuche das Verschwinden des nautischen Novizens. Okay, wahrscheinlich bei Ole Flavio, oder? Der irgendeine Stimme am Kanal gehört hat, nicht wahr? Hallo. Nee, Lauro heißt er. Flavio war die andere. Good day, sailor. I've been told that you know the missing cabin boy well. Is that right? You talking about Jonas? You bet your stars I know him. But like I've been crying to the 9 deaf winds, he didn't go missing, he was taken. Also er meint, er ist nicht vermisst, er wurde entführt. Der schreit da schon die ganze Zeit rum. Na gut, ich frage mal nach ihm. Was weiß er denn? Were you a witness to the event? Yes, I was. Even though I'd had a few tumblers in the belly, I hadn't yet lost my head. The other day, in the tavern, I saw him talking to a well-dressed man, surrounded by some other sly ruffians. And then when we left, him and I, Flavia left a little earlier, you understand. Well, those brutes were there, waiting for him. They just up and took him like that. Grabbed his arms and poof. Gone. Vanished. Why didn't you intervene? I tried to, believe me. But my legs betrayed me. Wavering they were. And I fell into the gutter. Did you report this to the captain? Unfortunately not. I know all too well what weight my words carry. Even Flavia treated me like a drunken fool. And the captain? No, not telling him that. I still have some pride left. You get me? Ah ja, also er meint, er hat das genau gesehen, wie irgendwelche Typen sich ihn geschnappt sind, wo sie gerade los wollten. Der konnte selber nichts machen, weil er zu besoffen war. Und er erzählt davon noch keinen was, weil er hat sowieso schon alle Ehre verloren. Gemütszustand? Did Jonas seem troubled to you the night you disappeared? Maybe. For sure he wasn't his usual self. Do you know what was on his mind? No. No idea. Und er hat ein bisschen seltsamer gewirkt als sonst. Ein Führer? Why would anyone want to snatch a mere cabin boy? How would I know? Jonas is a gentle boy who keeps his head down. You think my story is nothing but mist too, don't you? It's just that I can't imagine a gang of thugs hoping to get a ransom for a cabin boy. Did anyone else see the kidnapping? There was still a small crowd in the tavern. But outside, I seem to recall that regular being there. We play cards with him from time to time. Kind of fellow who plays from morning to night time to be that skilled. But now and again he comes out. When nature calls, you know. I kind of remember his face being there. Ah ja. Okay, also er meint, dass es gab vielleicht andere Zeugen, also ein paar Leute waren schon noch da. Und vor allen Dingen ein regelmäßiger Kartenspieler war anscheinend gerade draußen und hat sich erleichtert. So, der Captain? What do you think about Captain Vasco? He's a just man who knows his knots. He's well appreciated by the crew. It's a pity that he hasn't much heart for laughs now and again. Always seems unhappy, our captain. Ah ja. Thank you, Lara. I need to be going. Strange story this is. Something isn't right here, I can feel it. We need to lift the veil on this. Also er meint, dass der Captain ist, der Captain ist eigentlich ein guter Mann, aber er wirkt immer so streng und Dings und das findet er nicht gut, dass der Kapitän immer sich so sehr sorgen muss um seine Leute. Und jetzt meinen wir, das ist eine seltsame Story, da müsste man noch eigentlich mal auf den Grund gehen. So, hallo Herr Wirt. Tavern keeper.